Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Wir waren letztes Mal bei Arat Atasata und du hattest erwähnt, dass die Gesetze und Gebote eigentlich nur Ordnung bedeuten. Das ist Ordnung der Schöpfung. Ja. Und Ja, Gesetz und Gebot. Schöpfung hat kein Gebot und Gesetz in dem Sinn, wie der Mensch das sieht. ja, Gesetz und Gebot ist eigentlich etwas, wo menschlich ist. Bei der Schöpfung gibt's nur eine Ordnung. ja. Ja, weil es auch im Gesetz ist dann auch immer gleich wieder Strafe Ja. und so Ja, weiter. genau. Alles, was da dran hängt, Das ist das eigentlich existiert. menschlich. Ja, das ist menschlich, das existiert. Das andere bei der Schöpfung, das ist einfach Ordnung. Das Ja, ist nicht das Gleiche wie ein Gesetz und Gebot, wo der Mensch hat, wo die Schöpfung strafen tut und gutheissen tut und so weiter und so fort. Es ist eigentlich nur die Ordnung von der Schöpfung, wo die Schöpfung hat. ja, Und die gilt für alles und jedes. ja, das ist in Wirklichkeit gegeben. Die Gesetze und Gebote, das ist dann, Ja. Und wir sagen dem einfach Gesetz und Gebot, oder? Und es ist eigentlich grundsätzlich falsch. ja, das dünkt mir auch immer mehr so. Das, ja, um weiterzugehen. Karma, wir sehen das ja dann oft immer wie so eine Strafe. Ne? Aber im Grunde ist das nur, das gibt ist das es nur, nicht. ist Das gibt es einfach nicht. Karma, das ist ein Wahnglaube. ja, Karma ist ein Wahnglaube. Denn der Mensch tut alles selber machen, je nachdem, wie er denkt, wie er fühlt, wie er seine Gedanken pflegt und so weiter und so fort. Wie er denkt, entscheidet, handelt und so weiter und so fort. Das ist das, was eigentlich das Nonplusultra. und ja, vom Leben ist. Ja. Du schreibst ja, Ursache und Wirkung existiert schon. Ja, Und, ja eben. Je nachdem, wie der Mensch denkt, wie er entscheidet, wie er handelt. Daraus ergibt sich das, was dann das Resultat ist. Ja, Dementsprechend formt sich alles zu dem, was wird. entsprechend der Ordnung. Ja, Je mehr man sich an die Ordnung entsprechend der Ordnung, dass es eben nach dem läuft, wie der Mensch denkt und handelt. Ja, also je mehr ich mich an um diese Ordnung weiß und sie befolge, Ja. desto, Umso klarer und intelligenter wird's. ja, desto besser läuft das Leben. könnte man Richtig. sagen. Okay. Es heißt dann hier über das hatte ich schon vorgelesen hier. Wir sagen einfach nach dem, was der Mensch entworfen hat, an Wort, Gesetz und Gebot. Oder? Es herrscht Gesetz und Gebot. Aber in Wirklichkeit ist nicht Gesetz und Gebot. Das ist rein menschlich. Bei der Schöpfung selber gibt's nur Ordnung. Und Ordnung ist das, es wird etwas richtig oder es wird etwas verkehrt gemacht. Aus dem Richtigen kommt das Richtige, wenn es verkehrt gemacht wird, kommt etwas Verkehrtes raus. Das ist nicht Gesetz und Gebot nach dem menschlichen Sinn. Wir sagen einfach Gesetz und Gebot, weil die Menschheit nichts anderes kennt.
Sie kennt einfach Gesetze und Gebote, Reglement und Verordnungen und so weiter und so fort. Ja. Richtlinien, Bestimmungen und so weiter. Das kennt die Schöpfung an und für sich nicht. Sie kennt einfach eine Ordnung. Nach dem und dem läuft's. Entweder es läuft richtig und es tut sich richtig entwickeln, oder es läuft krumm, es läuft falsch. Dann wird's halt falsch, oder? Wenn ein Grashalm, wir sind wieder mal beim Grashalm, wenn du dem Gift her tust, dann stirbt er ab. Es ist also wieder die Ordnung. Es ist falsch. Es ist wieder die Ordnung. Wenn man den normal wachsen lassen, ohne dass man Gift her tut, dann wächst er und wächst er und wächst er. Ja. Oder? Ja. Ja, bei Gesetzen hat es immer gleich wieder dieses strafende Element. Oder, Genau. oder Zwang und so Ja. weiter. All das, was Ja. damit assoziiert wird. Und bei der Ordnung ist es einfach so, wenn du einem Grashalm Gift her tust, dann sagt die Ordnung, das ist verkehrt, das ist falsch. Also, da stirbt der Grashalm ab. Und das ist das, was der Mensch sagt, Gesetz und Gebot, oder? Wenn du etwas falsch machst, dann wirst du gestraft dafür. Und da ist es halt einfach bei der Ordnung so, es stirbt einfach ab, ordnungsgemäß, wie es der Fall ist. Ja. Oder? Entsprechend der Ordnung. Ja. Entsprechend von der Ordnung. Ja. Richtig. Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon vorgelesen, aber ich nur diesen einen Satz wollte ich noch als Erinnerung. In den Religionen ist das Wissen um die Geisteslehre und um die Weisheit in einem nochmal. In den Religionen ist das Wissen um die Geistlehre und um die Weisheit in einen Irrglauben ausgeartet. Und später heißt es dann, und werden diese mörderischen Kräfte der Religion und Politik durch Menschen in Bewegung gesetzt, dann erreichen sie nur Da geht's Unheil. zu Tod Ja. und Verderben der Menschheit, jedoch Ja. niemals zu ihrem Segen. Ja, richtig. Das ist Wa- richtig. Weil die Ordnung nicht eingehalten Ja. wird. Richtig. Es wird wieder die Ordnung geschaffen. Ja. Stärke und Macht sind Eigenschaften, die nur in Wissen und Weisheit der schöpferischen Gesetze und Gebote und in deren Erfüllung Anwendung finden dürfen. Ja. Und sonst scherbelt's. Sonst gibt's Unheil. Wenn das nicht befolgt wird, gibt's Unheil. Und das schafft der Mensch dann aber selber, nicht die Schöpfung, sondern der Mensch schafft das mit seinem Denken, mit seinem Fühlen, mit seinem Handeln und so weiter und so fort. Das schafft alles der Mensch, Ja. nicht die Schöpfung. Ja. Es ist einfach wieder die Schöpfung gerichtet, wieder die Ordnung gerichtet, wieder das, was muss sein. Oder? Das ist genau gleich, wenn ein Kind nicht folgen tut, dann wird es beschimpft. Oder? Ja. Oder es wird sogar im schlimmsten Fall geschlagen. Oder? Es wird also gestraft, so oder so. Auch eine Beschimpfung ist schon eine Bestrafung. Ja. Wenn das Kind nicht in der Ordnung ist, dann geht man und klärt es auf, statt dass man es beschimpfen tut. Man tut es nicht strafen, sondern man tut es so machen, dass es das Kind versteht und dann auch richtig kann handeln. Ja. Und wenn es nochmal den Fehler macht, muss man wieder erklären. Dann muss man wieder erklären. Und unter Umständen 3-mal, unter Umständen 10-mal. Je nachdem, wie das Kind das auffassen tut, wie man ihm es erklären tut und so weiter und so fort. Das hängt alles damit zusammen. Ja. Ja.
Und der Mensch tut eigentlich, wenn es richtig ist, der Mensch tut nur rebellieren durch das, dass er nicht weiss, wie dass er muss vorgehen, wie das wirklich funktioniert und so weiter und so fort. Das ist das, was der Mensch eigentlich macht. Wenn er nicht verdorben wird durch eine falsche Erziehung, zum Beispiel durch eine falsche Belehrung und so weiter und so fort, und dann anfängt hacken, anfängt durchdrehen und so weiter und so fort, und dann ist natürlich der Teufel los. Oder? Dann macht er einfach das Falsche, ohne dass er eigentlich daran denken tut, das ist falsch. Er macht es einfach aus lauter Gewohnheit, weil er das so gelernt hat. Ja. Das heißt, die halt Stärke und Macht sind Eigenschaften. Ja, Ja, die ist muss das sich der hauptsächlich- Mensch aber erarbeiten. ja, Stärke muss er erarbeiten, Macht muss er erarbeiten, aber nicht Macht gegenüber anderen, sondern Macht für sich selber, um sich selber zu belehren, um selber zu lernen, um selber richtig zu empfinden, richtig die Entscheidungen treffen und richtig handeln. Und ja. richtig verstehen. Ja, ist halt je mehr Macht die Politiker haben oder eben Ja, Wirtschaftsbosse das und ist so wieder weiter, eine andere Macht. das ist eine andere. Das ist eine Macht ausüben gegenüber anderen. Und der Politiker macht nichts anderes als Macht ausüben gegen andere, gegen die Bevölkerung, gegen die Völker. Nicht Macht zu sich selber, um sich in den Finger zu haben, um sich richtig zu verhalten, um das Richtige zu tun, um das Richtige zu denken und so weiter und so fort. Er macht nicht das, was richtig wäre. Er tut eine Macht ausüben gegen andere, nicht gegen sich selber. Macht nicht auf sich selber beziehen und es richtig machen. Ja, das ist ein guter Übergang zum nächsten, denn der 126. Satz sagt, denn es gibt auf eurer Erde so lange keinen Stillstand vor dem Wahnsinn, ehe nicht die wahren Geistmenschen und Wahrheitkünder als Volkführer eingesetzt werden. Richtig. Denn nur ihnen ist die Vernichtung des herrschenden Wahnsinns möglich, weil nur sie selbstlos sind und die Gesetze und Gebote der Schöpfung in Wahrheit und Weisheit kennen und folgen. Ja, das ist genau das. Das ist Wenn, genau das, ja, Michael. genau, deswegen sage ich, gute Überleitung. Und Wahrheitkünder, also im Grunde, wenn einer von denen, manchmal sagen sie ja einer von ihnen die Wahrheit, dann hören die anderen zwar nicht zu Ja, genau. und ignorieren ihn. Das ist die Regel beim Erdmensch. Ja, genau. Und egal, ob das im EU-Parlament ist oder US-Kongress oder im Bundestag oder wo auch immer. Da musst du noch gewärtigen, dass du gestraft wirst dafür. Ja. Wenn du es richtig sagst, dass du noch gestraft wirst dafür. Das ist der Erdmensch. So tut er denken und so tut er handeln auf eine völlig falsche Art und Weise. Ja. Aber im Grunde, wer die Wahrheit von denen dann mal sagt, was eben, wie gesagt, viel zu selten ist, aber wenn es der Fall ist, dann sind sie im Grunde Wahrheitkünder, kann man sagen. Richtig. Richtig. Ja, Ja, wenn du zum Beispiel jetzt da im Deutschen schaust jetzt mal Deutschen an, da haben sie Wahlkampf führen sie da jetzt. Jetzt macht es da AfD zur Sau, machen da der wie heisst die an der BSW zur Sau, oder? Aus dem Grund, weil es heisst, die sind rechtsradikal oder Rechte oder weiss ich, wie dem alles sagen. Und die wollen, dass keine Waffen geliefert werden an die Ukraine, an Zelensky und so weiter. Und die anderen aber, die sind genau gegenteilig eingestellt.
oder? Und die liefern Waffen an Zelensky und Geld an Zelensky nach Ukraine und den Krieg führen. Machen praktisch einen Weltkrieg mit rund 50 anderen Staaten zusammen, ohne dass es Weltkrieg heisst. Aber es ist eine Art von Weltkrieg durch das, dass man Waffen liefert und Geld liefert an die Ukraine. Oder? Ja. Es ist also nicht richtig, es ist falsch. Oder? Es ist wieder die Ordnung von der Schöpfung, dass etwas gemacht wird, wo nicht richtig ist. Und es ist nicht richtig, dem Zelensky dort auf Waffen liefern. Oder für 7,2 Milliarden von Amerika aus jetzt Waffen liefern nach Israel. Netanyahu praktisch, oder? Ja. Das ist nicht richtig. Sie fördern also etwas, wo nicht soll sein, wo nicht des Rechtens ist. Ja. Oder? Es ist wieder jede Ordnung von der Schöpfung. Ja. Also es sind halt Kriegsparteien. Ja. Ne? So ich sehe Ja. das immer. Partei Da sind sie ist- sich dann einig. Ja. Da sind sie, im Krieg sind sie sich immer, Ja. also bis jetzt auf Ja. die zwei kleinere Parteien, aber Ja. im Großen Sie- und Ganzen, die großen Parteien. Solange es nicht um ihren Kopf geht, sind sie sich einig mit denen, die Mord und Totschlag machen. Wie zum Beispiel im letzten Weltkrieg. Alles ist einig gewesen mit dem Hitler. Gell? Man hat das gehandelt, wo einem Hitler Freude gemacht hat, wo er als richtig gesagt hat, wo es sei richtig, oder? Nimmst den Himmler zum Beispiel, oder? Der grosse Himmler, wo da den Holocaust ausgelöst hat, dann schlussendlich, und durchgeführt lassen hat, oder? Und wo es darum gegangen ist, jetzt kommt Gerechtigkeit, oder? Was man dem gesagt hat dort mal von Amerika, es sei Gerechtigkeit, dass der Krieg aufgehört wird und die Deutschen an die Kasse kommen, die Nazis an die Kasse kommen und so weiter. Da hat er den Händchen gekehrt, hat sich gegen den Hitler gewendet. Oder der Himmler. Er hat sich ja nachher dann umgebracht, oder? Aber er hat so lang hat er nach dem Ding gehandelt, wo für den Hitler eine Freude war und gut war und recht war. Gemordet. Und nachher hat er plötzlich den Händchen gekehrt, wo es ihm selber langsam an den Kragen gegangen ist. Oder? Ja. Und wenn er von Anfang an richtig gehandelt hätte und das nicht gemacht hätte, was er gemacht hätte oder gemacht hat, dann wäre es kein Problem gewesen. Ja. Oder? Ja, wäre halt aber auch nicht in diese Position gekommen. Ja, wäre auch nicht in die Position gekommen, Und- das ist und logisch. Das ist eben immer. Ja, Entweder sind sie schon korrupt oder sie lassen sich Ja, korrumpieren, richtig. um in die Position zu kommen. solange sie ihre eigenen Profit sehen, machen sie das, was nicht richtig ist. Und wenn ihr Profit schwindet oder sonst das sehen, es ist nicht mehr gut für mich, dann kehren sie die Händchen. Ja. Oder? Ja. Dann heißt es weiter, 127. Satz, auch wenn die Erdenmenschheit diese Weisen und Propheten der Neuzeit zur Jetztzeit noch an einer halben Hand abzuzählen vermag, so sind diese wenigen in ihrem Wissen und Wirken doch größer und mächtiger als die gesamte Menschheit. Ja, natürlich. Aber Es- sie sind mächtig in sich, sie sind nicht mächtig nach außen. Sie sind mächtig in sich, weil sie die richtige Einstellung haben, richtig denken, richtige Gefühle entwickeln und so weiter und so fort. Sie sind mächtig in sich selber. Sie sind nicht mächtig nach außen. Nach außen, die Mächtigkeit, die ist
so klein, dass sie zwischen 2 Finger kannst durchstoßen, wenn die geschlossen sind. Ja. Aber langfristig ist da dann schon Macht, die dann aber von der Erkenntnis der Menschheit dann. Ja, das Stimmt. ist der Einzelne, das ist aber eine absolute Minorität, wo dann anfängt zu denken und richtig handeln tut. Ja. Aber das ist wirklich eine verschwindend kleine Minorität. Gegenwärtig, ja. Also ja, sehr klein. Aber es wird ja größer mit der Zeit. Also Ja, natürlich, aber in dieser Masse Menschheit, wo wir sind, 9,5 Milliarden, die mögen nie durch. Die mögen nicht so weit durch, dass sich die Menschheit ändern tut. Das ist nur der Einzelne, der sich ändert. Und mit dem muss man sich begnügen, dass wenigstens eine Minorität lernen oder halb lernen tut. Ja. Mehr kannst du leider nicht erwarten. So wie die Menschheit mit dem falschen Denken, mit den falschen Voraussetzungen, charaktermässig gesehen, die falschen Voraussetzungen hat, dass wenn irgendetwas kommt, sofort unten raufkommt und Gewalt angewendet wird, Mord und Totschlag entsteht und so weiter und so fort. Da kannst du nicht von einem grossen Erfolg reden. Natürlich ist es ein Erfolg, aber minimal. Ja, die Energie ist noch viel zu gering. Es sind zu wenig Menschen, als dass das einen erkennbaren Unterschied machen würde. Und die grösste Energie, wo existiert auf dieser Welt, wo sich weltweit verbreitet tut, jeden Sekundenbruchteil, das ist die Religion. Der Glaube, oder? Der macht seine Wellen rund um die Welt herum, schlägt eine Welle, tut sich ablagern, trifft den Nächsten, trifft den Nächsten, trifft den Nächsten. Und der denkt dann genau gleich und handelt genau gleich und so weiter und so fort. Das ist leider so. Und solange das im Grossen so passiert, wird es keinen Frieden geben auf dieser Welt. Ja, solange es Religionen gibt, wird es keinen Krieg geben können. Reicht eine Religion schon? Ja. Reicht schon eine. Ja, eine reicht, aber es sind Tausende. Ja, das macht es noch viel schlimmer. Oder, weißt du, hast das Christentum mit unzähligen Sekten, da hast du den Islam mit diversen Sekten, da hast du den Buddhismus mit verschiedenen Sekten. Aber es ist ein Glaube, es ist trotzdem ein Glauben und eine Religion, da hast du den Katholizismus, oder? Protestantismus, Katholizismus, da hast du Judentum, da hast du den Konfuzianismus und so weiter und so fort. Alleine die 5 Religionen schon, was die für Unheil anrichten auf der Welt. Ja. Oder? Die einzige, wo unter diesen 5 Religionen ist, wo nicht so schlimm ist, aber glaubensmäßig irr ist, das ist der Buddhismus. Der richtet am wenigsten Schaden an. Ja. Oder? Zumal der Hinayana ja auch eben, was der Buddha ursprünglich dem am nächsten kommt. Ja, was die haben wollen, wo aus dieser Religion gemacht worden ist. Das hat der Immanuel nicht wollen. Das hat der Konfuzius nicht wollen. Das hat der Buddha nicht wollen. Das hat der Immanuel nicht wollen. Ja. Oder? Was da daraus gemacht worden ist. Das ist nicht ihre Lehre gewesen. Ja. Es ist nicht dem Immanuel seine Lehre gewesen, es ist nicht dem Mohammed seine Lehre gewesen, es ist nicht dem Buddha seine Lehre gewesen, es ist nicht dem Konfuzius seine Lehre gewesen. Ja.
Aus dem Konfuzius hat man sogar schlussendlich den Dings gemacht. Wie heisst das? Was die Russen aufgebaut haben, da schlussendlich. Wie heisst das? Yin und Yang, oder? Nein, Was meinst nein. du da? Wir haben Christentum, Buddhismus, Islam, Judentum, Hinduismus, der Hinduismus und wie hat der? Zaraoster. Nein. Wie haben sie gesagt? Es ist ja so ein bekannter Begriff. Ja, die Religion ist halt, ist alles Glaubenssysteme halt. Ne? Kommt jemand? KG. Kommunismus. Ach so. Ja, ja, politischer Glaube. Ja, Politisches genau. System. Ja. Das ist letztendlich daraus rausgekommen. Ja. Ja. Ähm, Also völlig falsch. ja. Aber die Prophezeiung sagt ja, dass so in 800 bis 1000 Jahren die Menschen schon Anfangen. Denken. Ja. Und das ist aber nicht die grosse Masse. Nein. Musst du Nein. das klar sein. Es ist Ja. nicht die grosse Masse, die anfängt zu denken. Es ist nur wieder ein Teil der Menschen, die anfangen zu denken. Ja. Und dem zu folgen ist ja dann immer auch noch wieder eine andere Sache. Ja. Ne? Also selbst wenn die Menschen erkennen, dass das richtig ist, aber sich dann nicht dran halten, dann Genau. hilft es natürlich auch Ja. nicht. Ja. Und das ist leider so, Michael. Ja. Wir können nur unser Bestes tun, dass es herhebt, dass es weitergeht und tatsächlich zu dem führt, dass in 800 Jahren mal die Menschen anfangen zu denken. Ja. Selber denken. Ja. Nicht glauben, sondern selber denken. Ja. Ja, Glauben ist nicht denken. Da, wenn der Mensch glauben tut, dann tut er nur Ski denken. Ja. Ja. Hier, Arhat Atasata geht ja auch viel auf, oder einige Male auf den Materialismus halt ein. Mhm. Und es gibt diese Prophezeiung, dass zweimal das Geld abgeschafft wird, aber es immer wieder kommt. Das habe ich so. Das ist seit alters her schon so. Ja, ich habe das Gefühl, der Materialismus hat dann immer wieder kehrt zurück. Und Weil, gerade jetzt ist die Menschheit in einer Phase, wo der Materialismus ganz riesig geschrieben wird. ja. Also Und da kommen sie jetzt schon von Deutschland her und wenn von denen, die Geld haben, das minimieren auf die Hälfte, aber dass sie nur noch die Hälfte haben von dem, was sie wirklich versteuern. Das kommt jetzt. das habe ich nicht ganz verstanden. Die Hälfte, also dass sie nur Ja, der Millionär, wenn einer 10 Millionen hat, dass er nachher nur noch 5 Millionen hat. Alles andere kassieren. also, sie wollen die Leute zum Teil enteignen. Ja. Ja, das steht ja auch in dieser Prophezeiung, die Amerikaner werden dispossessed, also auch enteignet. Ja. Und das passiert ja auch. Durch Steuern. Da ist der beste Weg jetzt, wo der Dings, der Trampel da anfängt. Da. Ja. Ja, der macht auch nur, was ihm gesagt wird. Ja. Also, Ja, das sind alles Marionetten. Ja. Die sind so abhängig von Wahlkampfgeldern. Ja. Ja, auch er war jetzt ja, sie haben ihn ja mit den Gerichtsverfahren da auch. Ja, das schlägt er jetzt alles zu Boden.
Ja, das schon. Aber sie haben schon finanziell geströpft. Die haben einmal abgesetzt, wo da gegen ihn gewesen sind und so weiter und so fort. Und nachher werden sie schlussendlich noch verhaftet und weiss ich was alles, oder, wo gegen ihn gewesen sind. Ja. Da gegen, wo man ihn gewählt hat, auch das ist ein Betrug gewesen. Das ist ein Wahlbetrug gewesen, da wo Gasser als Ruder gekommen ist, jetzt das zweite Mal. Das ist ein Wahlbetrug gewesen. Und wie? Wow. Und Also Paris, ist das und auch- Paris wäre nicht besser gewesen. Die Ja. hätte auch einen Scheiß gemacht, ohne Gleichen. Ja. Und der Trump, der trampelt jetzt auf dem Ex-Präsident um und macht dem alles zur Sau, was er gemacht hat. Ja. Oder? Ja. Es ist unglaublich. Ja. Unglaublich. Und was der Biden geschaffen hat, an wirklich guten Sachen, das macht jetzt der Trump wieder zur Sau. Ja. Da kannst du nichts machen. Ja. Nein, gar nicht. Eine Ja, Ein- wir müssen ja. Gleich, eine Frage noch. Und zwar hatte ich dich das vor ein paar Tagen ja gefragt. Da in Exodus 6, Vers 3, da steht es halt, und ich bin Abraham, Isaak und Jakob unter dem Namen des allmächtigen Gottes erschienen, aber unter meinem Namen Jehova war ich ihnen nicht bekannt. Und da fragte ich dich ja, ob Jehova sozusagen ist- Gott, also was wir jetzt als Gott, Das ist ein Mensch gsi, das Ja. ist nicht ein irgendein Gott gsi, wo die Welt erschaffen hat und seine Blödsinn. Das ist ein normaler, einfacher Mensch gsi. Natürlich, er hat viel Macht gehabt. Er hat eine ganze Armee hinter sich gehabt, oder? Und hat sich nachher als Gott aufgespielt. Jehova. ja. Aber dann immer wenn man Gott, also gerade im Alten Testament, wenn man Gott oder Herr, ne, Ja, Lord das ist die liest, Jehova gsi. das ist dann immer Jehova. Das ist die Jehova gsi. Der, wo sich als Jehova vorgestellt hat. Ja. Für viele Christen ist das bestimmt. Also ich war auch überrascht, so das ist ziemlich schockierend dann für Christen, Ja, das ist, dass aber das nur ein Mensch war. Darüber nachdenken die Menschen nicht, die glauben tun. Ja, Die tun sich kein Jota mit dem befassen. ja. Die stellen nicht einmal für sich selber die Frage, wer ist Jehova gsi. Ja, Das machen Ja. die nicht. Wer glaubt, der glaubt. ja. Aber ich habe es ja halt auch, es steht da ja, ich habe das ja auch nur gelesen. Ja, Und da steht da, mein Name ist Jehova, ja, ein eigentlicher Name. ja. Ja, Und auch Immanuel steht 4-mal in der Bibel. ja. Es steht nicht Jesus, es steht Ja. 4-mal steht Immanuel. Also es ist, Sie übersetzen das ja mit Gott. ja, es ist dann auch so ein Selbstläufer geworden, ne? Dass Ja, ja. Jesus als Gott erhoben wurde. Ne? Ja. Gott den Menschen Aber Jehova heisst ursprünglich ist in der, wie soll ich sagen, in der Ursprungssprache heisst das etwas ganz anderes, Jehova. Ist das Jahwe oder ist was? Nein, das heisst Herrscher. Ach, das heißt nur Herrscher. Ja. Ja. Ich bin Jehova. Ah, ich bin der Herrscher. Ich bin der Herrscher. Ja. Ja, und so spielt er sich ja auch immer auf. Ne? Ja. Er will, dass man ihn anbetet und Ja. weil die Bibel Aber liest sich vollkommen weiss- anders. Das wüssten die nicht einmal zu Israel und dass Jehova Herrscher heisst. Ah, wirklich. Nein, die Weil wissen. im YouTube ist ja immer dieses Rätsel um den geheimen Namen Gottes. Ja, ja. Jehova. Jehova. Und das ist dann, Das heisst Herrscher. Das heisst, in der Sprache vom Jehova heisst das Herrscher.
Aber die Doppler, die das glauben, die wissen nicht, was Jehova heisst. Hat der Hebräisch gesprochen oder eine andere Sprache? Hat der Hebräisch, ja. Hebräisch, ja. Ja, vielen Dank. Das war sehr, sehr gut. Also ich war da ziemlich geplättet vor ein paar Tagen, als ich das las. Und dann. Ja, das heisst Herrscher. Ja. Ja. Das hat nichts zu tun mit dem lieben Gott in dem Sinne, so Ja. wie es der liebe Gott versteht. Ja. Gut.